egal wie erfahren du bist, da gibt es feste Plätze, da kannst du dich einfach hinsetzen, wo du willst. Trotzdem gibt es nichts Geileres, als in irgendein Stadion reinzufahren und da sind dann 40.000, 70.000 Menschen, die halt wegen dir kommen. In der ersten Reihe sitzen eigentlich die immer, die als letztes kommen. Weil die bleibt meistens frei, keiner will ganz vorne sitzen. Ja, erzähl mal keinem. Servus Bayern-Fans, für uns geht's heute nach Zürich. Auf zum letzten Test. Es war tatsächlich mein erstes Spiel für die Bayern, damals noch gegen FC Zürich. Haben wir dann die Champions League Quali dort bestritten und mussten uns tatsächlich für das Finale der Horn damals 2012 ja auch noch in Zürich in der Quali durchsetzen. Und dementsprechend dort das erste Mal in einem Pflichtspiel das Trikot der Bayern übergestriffen. Also ich sag mal so, du bist in der Vorbereitung schon anders auf so ein Spiel, auf ein Testspiel, als auf ein Pflichtspiel. Aber spätestens wenn Anpfiff ist, bist du voll im Modus. Ich war jetzt zum Beispiel Stürmer und du wusstest genau, die Tore heute zählen nicht so wie natürlich im Pflichtspiel. Auf der anderen Seite holst du dir einfach ein gutes Gefühl. Du weißt genau, 7, 8, 9 Plätze sind safe. Aber sag mal, 2, 3 Wackelkandidaten hast du immer. Und dann ist es immer der schmale Grat als aktueller Stammspieler zu sagen, oh, hoffentlich behalte ich meinen Platz, hoffentlich agiere ich heute so gut, dass es dann bis nächste Woche reicht. Und als Nummer 12, 13 denkst du dir immer, vielleicht heute muss ich nochmal die Zeit nutzen. Also ich sag mal so, diese Position, diese Wackelkandidaten, die werden heute ein bisschen angespannter noch zugange sein. Also heute als Experte achtest du natürlich noch mehr auf das ganze Spiel. Früher als Stürmer habe ich natürlich nur darauf geachtet, was macht meine Konkurrenz, wer ist heute mein Gegenspieler. Dann schaust du, wer ist vielleicht heute nicht ganz so gut drauf, ist mein Gegenspieler schnell, groß, klein, also dass du sozusagen seine Schwächen ausfindig machen kannst. Und jetzt als Experte schaust du aufs Ganze, ne? Was kann man taktisch ändern, was könnte der Trainer jetzt machen, was macht der Torhüter, Themen, mit denen man sich früher vielleicht nicht so beschäftigt hat. Aber klar, dadurch, dass ich einfach Stürmer war und bin, werde ich immer ein bisschen auf das Offensive mehr eingehen, weil man da einfach viel, viel mehr Wissen und Ahnung hat. Also das ist immer natürlich ein ganz, ganz schmaler Grat, weil du natürlich auf der einen Seite weißt, es ist wunderschön, wenn du irgendwo anreist und da warten 50, 100 Fans, um dich zu sehen, um ein Autogramm von dir zu kriegen, um ein Foto von dir zu kriegen. Das macht ja was mit dir, das ist ja eine Form der Wertschätzung, des Feedbacks, dass du irgendwas Gutes leistest. Und auf der anderen Seite, da muss man auch die Spieler verstehen. Es gibt die sagen, ich kann das, ich gehe da noch ein bisschen hin, mache ein bisschen Smalltalk und gebe ein paar Fotos. Es gibt auch die so im Tunnel sind, Kopfhörer, die wirklich sagen, ich muss jedes Korn für meinen Job heute Abend sparen. Ich mache das aber auch, wenn dann Fans Verständnis dafür haben, ne? Weil es gibt einfach Spieler, die brauchen das ja, ihre Ruhe. Und trotzdem gibt es nichts Geileres, als in irgendein Stadion reinzufahren und da sind dann 40.000, 70.000 Menschen, die halt wegen dir kommen sozusagen, ne? Wegen deiner Mannschaft, wegen deinem Hobby, das du zum Beruf machen darfst und so, das ist schon geil, ne? Und gerade auswärts, das habe ich schon sehr geliebt, dann irgendwo hinzufahren von einem Hotel und bist nicht erwünscht eigentlich. Bayern noch mehr, weil sie noch weniger erwünscht sind, weil sie meistens gewinnen. Das macht schon was mit dir. Was sich natürlich schon geändert hat, was echt schön ist, dass man mittlerweile Einzelzimmer hat. So schön es auch ist und Fußball, 11 Freunde und so. Aber dass du deinen Rückzugsort hast, weil du natürlich wahnsinnig viel unterwegs bist, im Flieger, im Bus zusammen, im Hotel zusammen und dann beim Essen zusammen und in der Kabine. Und dann hast du deinen Rückzugsort, ne? Und ansonsten ist es schon so, dass du dann immer deine festen Plätze hast im Bus, deine festen Plätze aber auch beim Essen. Also ich kann mich auch noch an meinen Bayern-Tisch früher erinnern mit Hans-Jörg Butt und Co. Das war Usus, dass wir uns immer an einen Tisch gesetzt haben und da freut man sich auch drauf. Und dann der eine Tisch geht gleich nach dem Essen und steht auf und geht hoch, weil sie so ihr Zeug machen wollen. Manche sitzen noch eine halbe Stunde und kommen dann in Vollstress, weil sie einen Kaffee trinken wollen und dann ist aber schon Abfahrt. Ich glaube, da bleibt sich jeder treu. Ich bin ein guter Schläfer, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal Mittagsschlafen machen will, zum Beispiel Champions League Spiel 21 Uhr und du hast ja theoretisch nach Mittagessen 14 Uhr bis 17 Uhr 3 Stunden Freizeit. Also A, nimmt dir das Handy natürlich wahnsinnig viel Zeit, weil du einfach dann natürlich die Möglichkeit hast, ich glaube, da wissen jetzt 95% der Zuseher wahrscheinlich, wovon ich spreche. Und außerdem bist du auch angespannt die ganze Zeit, du bist nervös, ständig kommen Nachrichten, viel Glück heute Abend und du wirst die ganze Zeit daran erinnert, dass heute noch was Wichtiges ansteht. Und dann bist du eigentlich die ganze Zeit auf ein High Level eigentlich. Deswegen fällst du erst nach dem Spiel in so ein Loch, wo du aber auch nicht schlafen kannst. Also die meisten Spieler, die können dann wirklich dann erst 2, 3 Uhr einschlafen. Das ist gang und gäbe, aber das weiß man, dass man rund um den Spieltag Schlafmangel haben wird. Aber du weißt auch, ob es Testspiel ist oder nicht. Also du hast einfach weniger Spannung, du hast mehr Appetit. Aber dann spätestens, wenn du ins Stadion fährst, die Kabine betrittst, dann kommst du schon in den Tunnel. Und spätestens mit dem Anpfiff weißt du ja, heute geht es wieder um was. Es geht ja um Plätze, es geht ja um Stammplatz oder nicht oder Bankplatz. Spätestens da kommst du dann schon in diesen 100%-Tunnel. Gerade vom Spiel ist schon so, dass es dann keinen Salat mehr gibt. Die Leute denken immer, man muss sich gesund ernähren vom Spiel, aber es geht eigentlich darum, wirklich dann nur noch ein paar Kohlenhydrate reinzuschaufeln, ein paar Nudeln. Es wird gar kein Salatbuffet aufgebaut. Ja. Und dann hat eigentlich jeder seinen gleichen Ablauf. Kaffee danach, Milchreis danach. Hat sich auch schon viel verändert am Buffet, muss ich sagen. Weil man natürlich auch weiß mittlerweile mit den Jahren noch mehr, was man mit Ernährung rauskitzeln kann an Prozenten.
Und dann werden halt die Schnitzel und Scampis vorm Spiel weggeschlossen. Oder was passiert vor dem Spiel in so einer Spielbesprechung? Je nach Trainer unterschiedlich. Motivationsansprache, ne, was er heute erwartet, was für ein Gegner uns erwartet, auf wen das Hauptaugenmerk liegt. Dann macht man nochmal kurze Gegneranalyse, wenn man die schon einen Tag vorher gemacht hat. Und dann geht es eigentlich nur noch die Aufstellung. Das ist immer das Spannendste. Also auch wenn sie meistens schon, sag ich mal, auf 9, 10 Positionen fix ist, ist es immer wieder was Besonderes dann zu merken, oh, steht mein Name oder steht er nicht. Und da ist der eine oder andere auch mal positiv oder negativ überrascht. Dementsprechend ist auch manchmal der Vibe im Raum. Aber hauptsächlich dient der Motivation sozusagen, dass man jetzt weiß, ab jetzt sind wir voll im Tunnel. In der ersten Reihe sitzen eigentlich die immer, die als letztes kommen. Weil die bleibt meistens frei, keiner will ganz vorne sitzen. Aber meistens stürzt auch nicht. Also meistens die reinkommen, sitzen nicht ganz hinten hin. Dann kommen von hinten nach vorne, würde ich sagen, geht es, dass man so ein bisschen entspannt da sitzen kann. Aber klar, ist wie im Bus, ne? Die Coolen sitzen hinten und die anderen vorne. Ah, Sportsfreund. Der Spieler kommen und gehen und du bleibst. Ja klar, du darfst aus. Wahnsinn. Servus. Wie geht's? Gut und selbst? Ja, immer gut. Willst du einen Espresso oder nochmal einen Kaffee mit Milch? Nochmal einen Kaffee ohne Milch, bitte. Ohne Milch? Dankeschön. Das ist immer das Problem, wenn du so 2, 3 Stunden Bus fährst, da trinkst du gefühlt 4 Kaffee aus Langeweile manchmal. Wenn wir jetzt heute mit einer Flüge gefahren wären, dann hast du ja nur 20 Stunden. Und dann, wenn es eng wird, dann muss man unterwegs stehen bleiben. Ja. Deswegen sind wir schon einen Tag vorher. Aber das habe ich auch noch nie erlebt, dass man als Mannschaft irgendwo ankam und der Bus noch nicht da war. Das geht halt nicht, ne? Also so ist halt maximal unangenehm. Das Einzige, wo es halt ist, wenn es wirklich weiter weg, jetzt Übersee, Athen, fahren wir bis nach Ancona und dann mit der Fähre 20 Stunden. Krass, ja. Ich weiß, zu meiner Zeit, glaube ich, nur Indien und Katar seid ihr nicht mitgekommen. Ansonsten immer. Trainingslager sowieso, außer Chiemsee dann halt. Ja, aber sonst? Vor allem, das ist immer so eine krasse Routine, der Bus. Und das nervt dich als Spieler wahnsinnig, wenn das ein anderer Bus ist. Sozusagen mit anderen Plätzen, andere Belegung. Also Nee, es ist schon. nach Hause kommen sozusagen. Ne? Genau, richtig. Ja, rollendes Wohnzimmer. Jeder hat seinen festen Platz. Richtig. Ja. Und dann hast du halt natürlich immer dieselben Leute dann auch. Ja. Weil du kannst dann auch mal Gespräche führen, die für Dritte ja nicht gedacht sind. Ja. Und das ist natürlich auch schon mal viel wert. Ne? Es wird halt immer noch schicker und moderner, aber ansonsten, wir waren damals schon, 2011, 12 haben wir auch schon gut aufgestellt. Dann gab es auch immer hinten feines Essen dann nach dem Spiel, so ein bisschen fahrende Küche. Und dann hast du trotzdem hier immer so deine Möglichkeit, nochmal die Beine hochzulegen oder zumindest sich ein bisschen lang zu machen. Auf kurze Fahrten, wenn wir jetzt Frankfurt zum Beispiel spielen, dann bist du ja 25 Minuten bist du am Flughafen. Ne? Und da ist dann so, dass auf jeden Fall nach dem Spiel gibt es auf jeden Fall Essen. Die kriegen von Stadion zum Flughafen kriegen sie hier Essen. Okay. Ja? Also nach dem Spiel kriegen sie immer Essen. Aber es gibt ja auch mal Snacks, Obstkorb oder sowas mal wahrscheinlich. Ja, wir haben Obst mit dabei, Ja. aber wie gesagt, nach dem Spiel gibt es warmes Essen. Und wenn Champions League Fahrten sind, dann gehen wir danach nach dem Spiel sowieso nochmal ins Hotel. Und da gibt es halt dann auch nochmal ein Buffet, beziehungsweise das Bankett dann. Und da gibt es dann ein Buffet für die Spieler. Ne? Also daherin nach dem Bundesligaspiel, DFB-Pokal, wenn wir nicht nach Hause kommen, dann auch wieder im Hotel. Also das ist rein eigentlich für die Bundesliga-Auswärtsspiele. Habt ihr denn auch so ein bisschen einen Unterschied zwischen vegetarisch? Gibt es ja welche Gluten und. Ja, glutenfrei gibt es ja. Ja, schon, gibt's ne? mittlerweile. Ja. Also gibt so einen Wert, gibt so eine Stunde 10 nach Schlusspfiff, sitzen alle im Bus und dann können wir Richtung Flughafen fahren. Ja, meistens wartet man immer noch auf einen. Ja, aber dann warten wir vielleicht auf den Trainer, weil der Pressekonferenz hat oder so. Klassiker. Ja, aber normalerweise Stunde 10. Und es gibt, ich weiß nicht, wie war es bei euch, ihr habt wahrscheinlich einen Caterer im Stadion Genau, gehabt, oder? wir haben im Stadion gegessen und dann im Bus gar nicht mehr. Ja, genau. Also dann hast du hier ein bisschen Sandkuchen liegen, noch ein bisschen. Ja. Aber wie lange habt ihr dann noch im Stadion verweilt mit Essen? Also sagen wir an einem normalen Bundesligaspieltag, Abpfiff 17:30, 18:50, 19 Uhr sind wir weggefahren und in der Zeit konnte jeder duschen, essen. Manche essen erst und duschen dann. Ich hatte zum Beispiel gar keinen Hunger nach Abpfiff. Also dann doch. Habe immer nur 10 Minuten gespielt. Dann doch 40 Minuten später wie mir dann im Grunde genommen. Ja. Ja, und das ist für uns natürlich dann auch ein Zeitgewinn. Da jeder hat immer noch seine festen Plätze. Ja. Trainer sitzt immer noch vorne rechts wahrscheinlich. Wenn er mitfährt, dann vorne rechts, weil deswegen haben wir jetzt einen zweiten Jahr. Okay. Weil es wieder alles. Es werden immer mehr. Es wird natürlich immer mehr, ne, an Trainerteam, an Spieler. Früher waren es irgendwie 18 im Kader, jetzt sind 20. Also so viele Plätze hast du gar nicht mehr im Bus. Wie viel passen hier rein? 32. Und wenn wir Champions League haben, haben wir teilweise 21 bis 23 Spieler im Kader. Ja. Und dann, wenn jetzt so ein Luis Diaz hier kommt sozusagen, der setzt sich dann in den Bus und guckt, wo Platz ist, wo einer weggegangen ist. Ne? Es ist egal, wie erfahren du bist, da gibt es feste Plätze, da kannst du dich einfach hinsetzen, wo du willst. Das kenne ich noch. Ja, die Spieler machen das aber schön unter sich aus. Ja, sowieso. Aber wenn ich einen Verein gewechselt habe, war es immer das erste, wo setze ich mich jetzt Ja, hin, genau, weil man ja, will ja, keinen ja. den Platz wegnehmen. Ja. Ist das immer hier
Und hier saß immer Rafinha mit Mandoline manchmal noch gespielt. Genau. Das war mal der Schafkopftisch, Pokertisch. Und bevor du abfährst, zählst du einmal durch oder fährst du einfach los? Normalerweise wird dann durchgezählt. Ja. Noch nichts passiert. Einmal ein Spiel gegessen, aber schon Jahre her. Das ist schon ein Taxi gemacht. Ja, erzähl mal keinem. Ja, voll. Jeder hat gesagt, wir sind alle. Im Stadion kam dann jemand zu mir, wir haben einen Spieler vergessen. So, Wahrscheinlich so Stürmerkollege. Weißt du, der andere Stürmer, der spielen sollte, war nicht. Ja, alle da. Fahr los. Hey, geht's gut? Ja, bei dir? Immer noch da. Spaß. Freue mich süß. Hi, Nils. Ja, danke. So, wir sind jetzt im Bayernbus unterwegs, auf dem Weg zum Stadion, zum Letzigrund. Die Jungs sind noch im Hotel, schlafen noch ein bisschen, essen noch ein bisschen und wir schauen uns jetzt mal an, was dort alles gemacht wird in der Kabine. Früher hatte ich einen Spielerpass, jetzt habe ich Akkreditierung. Ja. Aber mittlerweile ist so dann alles gedacht. Ich glaube, mittlerweile sind es 3 Zeugwerte, Schienbeinschoner, Badelatschen, Handtücher. Die wird natürlich auch fast alles abgenommen und für dich mitgenommen. Also du kannst eigentlich wirklich ganz entspannt anreisen. Du brauchst eigentlich nur einen Kulturbeutel als Spieler heutzutage. Das ist schon ein Luxus. So ein bisschen Turnhallenatmosphäre, ja? Mittlerweile haben sich die Gästekabinen natürlich auch wahnsinnig gemausert. Ne? Also früher waren das so gefühlte 5 Quadratmeter und das Nötigste sozusagen und nicht zu wohl fühlen. Mittlerweile, egal wo du hinfährst, ist schon so auch gegenseitiger Respekt und Fairness, dass 25, 30 Mann hier Platz finden. Ich würde sagen mindestens 2 Paar. Ein paar Nocken, ein paar Stollen. Wir Fußballer spielen am liebsten mit Nockenschuhe. Lässt sich viel angenehmer spielen. Du trainierst ja auch immer mit Nocken. Also ganz wenig trainieren mit Stollen, weil A, Verletzungsgefahr, B ist auch die Bequemlichkeit einfach. Über 90% der Spieler trainieren auch mit Nockenschuhen. Und dann liebst du es auch mit deinem Trainingsschuh zu spielen natürlich, ja. Aber es gibt einfach natürlich Stadien, da musst du mit Stollenschuhen spielen sozusagen, damit du dir auch A, keine Vorwürfe machen kannst und B, weil du sonst einfach auch wegrutscht. Und dann versuchst du aber mit allen Mitteln deine Nockenschuhe durchzudrücken und dann merkst du es manchmal erst nach 20 Minuten vielleicht, dass es dann doch einfach nicht geht. Ich kenne Spieler, die brauchen 20 Paar in einer Saison. Ich war so ein Spieler, gibt es auch einige, die brauchen ein Paar. Also das nimmst du dann einfach mit und ich habe es gehasst, Schuhe wechseln zu müssen. Man hat eigentlich immer eine feste Sitzordnung. Also bei Heimspielen ist es sowieso klar, da hast du deinen festen Platz. Und bei Auswärtsspielen ist es eigentlich immer so, man sieht es ja auch dann, keine ganz unwichtige Regel hier, dass dann wirklich du immer weißt, die Rückennummer nach dir und vor dir sitzt einfach neben dir. Das ist dann auch meistens so, sind so eingespielte Tandems. Also man vermisst dann schon immer einen, wenn einer nicht im Kader ist, weil man dann den anderen auf einmal neben sich hat. Aber das sind so gewisse Routinen. Wir Fußballer lieben Routinen. So, und dann, wenn du den gleichen Sitznachbarn hast, im Bus oder hier, das spielt immer mit rein. Also du steigst aus dem Bus aus, gehst direkt in die Kabine, suchst deinen Trikot, legst deinen Rucksack ab und dann gehst du eigentlich schon relativ zügig mal raus auf den Platz, guckst dir den Platz an, kriegst ein Gefühl für das Stadion, drehst dich schon ein bisschen um, guckst, ob vielleicht schon Familienangehörige, Freunde da sind und dann gibst du noch deine 2, 3 Autogramme und Fotos und dann gehst du eigentlich wieder rein, hast du ein kurzes Gefühl gekriegt für die Umgebung. Es gibt ja Spieler, die brauchen Ruhe und die brauchen auch mal ein bisschen Rückzugsorte. Und dann ist es schon ganz angenehm, wenn es ein bisschen weiträumig ist, wenn man ein paar Räumlichkeiten hat. Dann die Physios müssen in Ruhe arbeiten, dass sie ihren Raum haben, wo dann 3, 4 Spieler gleichzeitig behandelt werden. Ich habe aber auch so einen Spieler, der gerne Ruhe gehabt hat. Läuft immer laute Musik in der Kabine. Und es hat mir manchmal nicht so gut getan. Da bin ich auch manchmal einfach raus, habe mich irgendwo gedehnt, mir eine Matte genommen, mich hingelegt. Viele nehmen ja noch die Black Roll, machen noch ein paar Dehnübungen, einfach um sich ein bisschen aufzuwärmen. Also da hat jeder so ein bisschen auch seine festen Routinen. So, jetzt sind wir hier im Physio-Bereich. Der wird immer sehr unterschätzt. Physios und Spieler haben ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis. Das heißt, du gibst ja jeden Tag deinen Körper in die Hände eines Machers und Physios und der rettet dich so oft in der Saison. Also ich hatte auch so viele Spiele in meiner Karriere, die ich nicht hätte spielen können ohne Physios, aber dann holen sie nochmal was raus, könnte ich nochmal ein bisschen punktieren, könnte ich nochmal massieren, könnte ich nochmal richtig einstellen. Das kann dann am Ende dafür sorgen, dass du vielleicht 90 anstelle von nur 75 Minuten durchhalten kannst, weil du einfach nochmal richtig eingestellt bist. Es wird unfassbar unterschätzt, diese Arbeit. Ganz oft weiß man gar nicht, dass man vielleicht so ein bisschen schief steht. Man saß jetzt irgendwie 2 Stunden im Bus, 1 Stunde im Flieger, lagst im Hotel rum, hast dich kaum bewegt und dann ist ganz oft so, dass du einfach dann keine gesunde Haltung für dich einfach hast. Und dann kann es sein, dass in der 60., 70. der Muskel zumacht, weil du einfach nicht gerade bist.
Und das ist natürlich dann der Blick der Physios, die das sehen, die dich immer richtig einstellen, dass du sozusagen dann dich auch richtig frei fühlst, weil gerade der Bereich Hals, Nacken wird immer wahnsinnig unterschätzt, dass du sozusagen auch mit einem freien Kopf ins Spiel gehst. Manchmal ist es auch einfach so, dass du vielleicht dann einfach ein bisschen verschnupft bist und du brauchst dann manchmal vielleicht nochmal ein gutes Wort. Also es sind auch Seelenklempner, ne? Es sind nicht nur Leute, die dir was zum Inhalieren geben oder die dir ein Tape machen, sondern es sind auch welche, die dir einfach zuhören, die dir ein gutes Gefühl geben, die sagen, bleib ruhig, du bist fit, du machst das heute. Weil natürlich jeder Spieler Angst hat, oh, habe ich irgendwas? Wir sind auch alle hypochondrisch. Ne? Also wir sind abhängig von unserem Körper, das ist unser Material, um arbeiten zu können. Und dann, wenn dir jemand einfach ein gutes Gefühl gibt, das ist schon, also sind auch kleine Psychologen. Also unter der Woche hast du schon lange Behandlungen. Man hat ja ungefähr 4 Physios, haben die meisten Bundesligisten. Und wenn du einen Kader hast von 28 Spielern, kannst du dir ausrechnen, dann ist ein Physio für 7 Spieler zuständig und dann machst du eigentlich deine Termine mit deinem Physio. Also man hat auch gerne seinen Physio. Man geht jetzt nicht irgendwie wild zu allen. Da hast du meistens nach dem Spiel eine lange Massage, unter der Woche deine Behandlungen. Kann sein, dass du mal spontan was brauchst oder auch mal nicht trainierst, dann hast du mehr Zeit natürlich mit dem Physio zu arbeiten. Aber hier vom Spiel sind es keine 7 Minuten, die der Physio für dich hat, weil einfach die Zeitspanne zu knapp ist und jeder Spieler vielleicht am Ende auch noch was braucht. Ja. Viele brauchen auch Tapeverbände, das braucht wahnsinnig Zeit. Der Nils Pedersen ist da. Hallo, Dankeschön. Die Bayern jetzt in der Generalprobe vorm Supercup in Stuttgart. Top-Test, glaube ich, nochmal, dass auch der eine oder andere sich heute mal zeigen kann. Ne? Ich meine, 8, 9 Plätze sind meistens schon safe in so einer ersten Elf, aber die anderen 2, die sind halt hart umkämpft. Nils, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt gehen wir schön auf den Komplatz und dann schön unseren Senf dazu abgeben zu dem Spiel. Herrlich. FC Bayern sehen und gegen Zürich. Und wir haben auch einige junge Spieler dabei, auch in dieser Vorbereitung, nicht nur physisch, aber mental. Schichtbeginn. Come on boys, let's go, let's go, let's go, come on, come on. Go guys. Rundumschlag gemacht, sich neu aufgestellt mit Alas Sutter, neuen Trainer aus Linz geholt, der von der Mannschaft sehr gefeiert wird. Nils, wo du die Aufstellung gesehen hast, was war da dein erster Gedanke? 11 Änderungen? Ja, einfach, dass man mal den jungen Spielern auch eine Chance gibt, die jetzt nicht so viel zum Einsatz kamen. Und dann bin ich natürlich dann auch sehr gespannt, ob ein Tom Bischoff heute so das Spiel an sich reißen kann.
Nils, wie hast du die ersten 45 Minuten gesehen? Nimm uns kurz mit. Eigentlich ein guter Beginn. Ich finde, dass er am Anfang schon 2, 3 Ballverluste hatte und dann ist die Qualität im Kopf trotzdem stark zu bleiben, zu sagen, ich darf diese Fehler machen, das ist eine gesunde Fehlerkultur, so habe ich es angesprochen. Und dann brauchst du auch so ein bisschen das Go von draußen, dass du sagst, ich darf das machen und ich darf mir den nehmen und ich darf Mut und Risiko behalten und Leichtigkeit behalten und dann fällt der Ball auch so rein und das geht nur, wenn du eine gewisse Leichtigkeit im Kopf hast. Deswegen, der Junge ist schon sehr, sehr weit. Martin hat es gerade schon angekündigt, Anna zieht echt. Nils, vielen Dank fürs Mitkommentieren, fürs Mitbegleiten. Dein Fazit? Wieder Glück gebracht, wieder gewonnen, diesmal nicht zu 0. Aber die Bayern mit einem ordentlichen Auftritt. Ich glaube, heute gehen alle zufrieden nach Hause. War sehr schön, also ein cooles Spiel, vor allem die Stimmung hier war sehr, sehr gut und ja, glücklich über den Sieg. Mit meiner ersten Aktion habe ich direkt mein Selbstvertrauen gepumpt und dann nur 1 gegen 1 ist es immer besser und besser geworden. Und ja. So, Feierabend. War ein langer, aber geiler Tag in Zürich. Ich hoffe, ihr konntet jetzt die Reise so ein bisschen mit genießen durch so einen Spieltag und hoffe, es waren ein paar spannende Insights dabei.